Don Nanton am Straßenrand saß. Seine winzigen Schultern zuckten bei jedem Schluchzer. Er hatte keine Ahnung, wie lange er schon hier war, nur die bohrende Leere, die seine Eltern hinterlassen hatten, und die Angst, die sich in seiner Brust ausbreitete. Die Dunkelheit kroch näher, und mit ihr die Kälte. Plötzlich hörte er ein leises Schnauben, ein Hufgetrappel. Aus der Dämmerung tauchte eine Herde Pferde auf, ihre Silhouetten schattenhaft im schwindenden Licht. Ihre Augen glänzten neugierig, als sie sich dem weinenden Kind näherten. Don, dessen Tränen nun sanfter flossen, spürte eine unerwartete Wärme in ihrer Nähe. Die Pferde drängten sich eng um ihn, ihr Fell sanft gegen seine Haut, als ob sie versuchten, seinen Schmerz zu lindern. Er klammerte sich an ihre Mähnen, fand einen Trost, den er bei Menschen vermisst hatte. Langsam, wie von einer unsichtbaren Kraft geführt, setzten sich die Pferde in Bewegung. Don folgte ihnen, seine kleinen Füße müde, aber sein Herz etwas leichter. Sie führten ihn zu einer alten Scheune, deren Holzwände den Duft von Heu und Erde verströmten. Er kletterte auf einen Strohballen und schlief inmitten der Pferde ein. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte er sich sicher. Als die Sonne aufging, fand ihn ein Mann mit wettergegerbtem Gesicht. Es war Farmer John, dessen Augen voller Güte waren, als er den kleinen Jungen sah. Er nahm Don mit ins Haus, gab ihm warme Milch und ein weiches Bett. John hörte geduldig zu, als der Junge von seiner Verlassenheit erzählte, und er schwieg, als die Tränen wieder kamen. In den folgenden Tagen wurde John zu Dons Anker. Er lehrte ihn, wie man die Hühner füttert, wie man das Heu wendet und wie man die Pferde pflegt. Besonders eine Stute hatte es Don angetan. Sie war eine Neststute mit einem strahlend weißen Fell, und er nannte sie Shining. Wenn er traurig war, lehnte er seinen Kopf an ihren Hals, und sie stieß sanft mit der Schnauze gegen ihn. Die Zeit verging, und eine fast familiäre Bindung entstand zwischen dem kleinen Jungen, dem Farmer und der Herde. Dons Eltern waren zurück, begleitet von Beamten. Sie waren gekommen, um ihn abzuholen. Don war hin und her gerissen. Er blickte zu John, dessen Augen ihm Mitgefühl und Zuneigung schenkten. Dann blickte er zu seinen Eltern, deren Gesichter er nur noch vage erkannte. Er wusste nicht, wohin er gehörte. Es folgte ein langer, zermürbender Sorgerechtsstreit. Dons Herz war schwer. Im Gerichtssaal erzählte er, wie ihn die Pferde gefunden und wie John sich um ihn gekümmert hatte. Er sprach von Shining und der Geborgenheit, die er auf der Farm gefunden hatte. Die Richter hörten aufmerksam zu, als die Zeugen von der tiefen Bindung zwischen Don, John und den Tieren berichteten. Am Ende gab der Richter bekannt, dass Don vorerst bei John bleiben sollte. Seine Eltern durften ihn besuchen, aber seine eigentliche Heimat war nun auf der Farm. Die Erleichterung, die Don überkam, war überwältigend. Er rannte nach draußen, zu den Pferden, die sich um ihn drängten. Er klammerte sich an Shining, Tränen der Freude flossen über seine Wangen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.